Lektion 1, Schenkungsplanung. Meine Schwester hat bald Geburtstag. Wirst du ein besonderes Geschenk kaufen? Wie planst du Geburtstagsgeschenke? Ich beobachte ihre Hobbys üblicherweise einen Monat lang. Das ist eine sehr kluge und geduldige Strategie. Ich führe auch eine geheime Liste auf meinem Handy. Kaufen oder basteln Sie lieber Geschenke? Ich glaube, ein handgemachtes Geschenk drückt mehr Liebe aus. Ich bin nicht besonders gut in Kunst und Handwerk. Man kann sich jederzeit ein sehr tiefgründiges Buch kaufen. Meine Schwester liest gerne über die Geschichte der Antike. Dann ist ein seltenes Geschichtsbuch genau das Richtige. Ich werde in dem alten Laden nach einem suchen. Vergiss nicht, es in schönes Papier einzuwickeln. Ich werde auch eine herzliche Karte schreiben. Das wird sie sehr glücklich machen. Eine frühzeitige Planung reduziert viel Stress. Ich stimme zu, dass die Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg ist. Ich gehe jetzt in die Buchhandlung. Lektion 2, das perfekte Geschenk. Ich bin jetzt schon seit 3 Stunden unterwegs. Du siehst sehr müde und ziemlich entmutigt aus. Ich finde nie das perfekte Geburtstagsgeschenk für meine Freundin, es ist immer ein. Es ist immer eine schwierige Aufgabe für alle. Soll ich ihm einfach einen Geschenkgutschein schenken? Geschenkgutscheine sind nützlich, aber etwas unpersönlich. Er kocht gerne italienisch zu Hause. Sie könnten sich eine hochwertige Nudelmaschine kaufen. Das ist ein wirklich brillanter Vorschlag, Anna. Besitzt er ein professionelles Kochmesser? Ich glaube, er hat bereits ein komplettes Set. Dann ist ein edles Gewürzset eine gute Idee. Dort drüben sehe ich ein Küchengeschäft. Lasst uns hingehen und uns ihre neuesten Produkte ansehen. Ich hoffe, Sie haben etwas Einzigartiges. Ich bin sicher, wir werden einen Gewinner finden. Das kannst du sehr gut, Anna. Es bereitet mir Freude, meinen Freunden dabei zu helfen, Freude zu finden. Mir geht es jetzt viel besser. Lektion 3, Printmedien. Viele traditionelle Unternehmen verlieren ihr Geld. Das digitale Zeitalter hat alles verändert. Diejenigen, die einen Rückgang erleben, scheinen auch unter den Printmedien zu leiden. Immer weniger Menschen kaufen heute gedruckte Zeitungen. Die meisten Leser bevorzugen die Nutzung ihres Mobiltelefons. Ist die Qualität der Nachrichten noch dieselbe? Online-Nachrichten sind oft viel schneller. Aber gedruckte Bücher haben nach wie vor viele Fans. Ich liebe den Geruch von Papierseiten. Ich lese am liebsten auf meinem Tablet. Tablets sind sehr praktisch für Reisen. Werden Zeitschriften in Zukunft verschwinden? Sie könnten zu seltenen Luxusartikeln werden. Auch die Werbung hat sich ins Internet verlagert. Dort liegt das ganze große Geld. Journalisten müssen neue digitale Fähigkeiten erlernen. Wir müssen uns der modernen Welt anpassen. Ich werde meinen eigenen Nachrichtenblog starten.
Das ist ein sehr mutiger Karriereschritt. Lektion 4. Süße Kekse. Alles auf diesem Tisch sieht köstlich aus. Ich habe die ganze Nacht in der Küche verbracht. Sind diese besonderen Leckereien käuflich zu erwerben? Ob man sie nun abgepackt kauft oder zu Hause backt, das sind Schokoladenkekse. Sie sind noch warm aus dem Ofen. Ich habe ein sehr altes Familienrezept verwendet. Sind darin Nüsse oder Milchprodukte enthalten? Sie haben Butter, aber keine Erdnüsse. Ich nehme bitte ein Dutzend. Ich werde sie in eine Papiertüte packen. Backst du diese jedes Wochenende? Nur für besondere Wohltätigkeitsveranstaltungen. Du bist eine sehr talentierte Bäckerin, Anna. Vielen Dank für Ihr freundliches Kompliment. Ich werde diese mit meiner Familie teilen. Ich hoffe, Ihnen schmeckt der süße Geschmack. Ich bin sicher, Sie werden sie lieben. Möchten Sie ein Glas Milch? Das wäre eine perfekte Kombination. Lektion 5. Seltsames Essen. Ich esse etwas sehr Ungewöhnliches. Das sieht nach einem sehr seltsamen Essen aus. Was ist die ungewöhnlichste Lebensmittelkombination, die du tatsächlich gerne isst? Ich streue gerne Salz auf Wassermelone. Das ist ein sehr beliebter Sommersnack. Ich tunke meine Pommes frites auch in Honig. Das klingt sehr süß und salzig. Ich habe einmal Schokolade mit Chili probiert. Es handelt sich um eine sehr bekannte, scharfe Spezialität. Manche Leute essen Erdnussbutter mit Zwiebeln. Das ist mir zu abgedreht. Ich bevorzuge einfaches Brot mit Butter. Ich esse Essiggurken mit Erdnussbutter. Ich kann nicht glauben, dass du so etwas tust. Die Knusprigkeit und die Creme passen gut zusammen. Ich bleibe bei meinem einfachen Salat. Du solltest beim Essen mutiger sein. Ich bin mit meinen normalen Gewohnheiten zufrieden. Das Leben ist zu kurz für langweiliges Essen. Lektion 6. Mut und Erinnerung. Du wirkst sehr nervös wegen der Prüfung. Ich habe Angst, den Test nicht zu bestehen. An welche Erinnerung rufst du dich zurück, wenn du Mut brauchst? Ich erinnere mich an meine erste lange Wanderung. War der Berg sehr steil und hoch? Es war das Schwierigste, was ich je getan habe. Aber du hast es schließlich ganz nach oben geschafft. Auf dem Gipfel fühlte ich mich so stark. Setze diese Stärke auch bei dieser Prüfung ein. Ich werde versuchen, ganz ruhig zu bleiben. Du hast viele Wochen lang gelernt. Ich kenne den Stoff recht gut. Dann hast du nichts zu befürchten. Ich werde tief durchatmen, bevor ich beginne. Das ist eine sehr gute Technik. Vielen Dank für deine Unterstützung, John. Du bist ein sehr fähiger Schüler. Ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster. Ich warte auf Ihre guten Neuigkeiten. Lektion 7. Nebenwirkungen. Wir müssen die chemischen Auswirkungen untersuchen.
Dieses Medikament birgt viele komplexe Risiken. Zu den langfristigen Nebenwirkungen der Menstruation bei Männern und Frauen gehört ein erhöhtes Risiko für. Es kann viele Herzprobleme verursachen. Wir müssen die örtlichen Ärzte warnen. Die Sicherheitsdaten sind eindeutig. Sollen wir den laufenden Test abbrechen? Wir benötigen weitere Beweise aus dem Labor. Die Patienten müssen über alle Fakten aufgeklärt werden. Ethik ist in unserer Arbeit unerlässlich. Ich werde einen formellen Bericht verfassen. Fügen Sie die Daten zur Knochendichte hinzu. Das ist eine sehr gefährliche Nebenwirkung. Wir müssen die öffentliche Gesundheit schützen. Wissenschaft erfordert ein hohes Maß an Ehrlichkeit. Ich stimme deiner Aussage zu, John. Lassen Sie uns die Ergebnisse noch einmal überprüfen. Ich werde den neuen Scan starten. Die Maschine ist betriebsbereit. Lektion 8, Themenhotel. Sie sollten das neue Resort besuchen. Hat das Hotel einen eigenen Stil? In den Restaurants, Geschäften, Lounges und Unterhaltungseinrichtungen spiegelt sich dieses Thema wider, zum Beispiel in Paris. Sieht es aus wie die Stadt? Es hat einen kleinen Eiffelturm. Das klingt nach einem tollen Ort. Die Mitarbeiter sprechen Französisch und Englisch. Ich möchte ein Zimmer buchen. Im Inneren befindet sich auch eine Bäckerei. Ich liebe frische französische Brötchen. Der Pool hat die Form eines Flusses. Darf ich meinen kleinen Hund mitbringen? Haustiere sind in bestimmten Zimmern willkommen. Gibt es jeden Abend eine Vorstellung? Sie haben einen sehr berühmten Zirkus. Ich werde heute Abend meine Koffer packen. Das Hotel liegt in der Nähe des Flughafens. Ich werde ein Taxi nehmen. Sie werden eine wundervolle Zeit haben. Lektion 9, Weltgeschichte. Reden können die ganze Welt verändern. Ich studiere amerikanische politische Geschichte. Die Länder standen hinter ihnen. Bill Clinton, zweite Antrittsrede. Er sprach von einem neuen Jahrhundert. Er wünschte sich Einheit für alle Menschen. War die Rede dann sehr lang? Es war kurz, aber sehr wirkungsvoll. Seine Friedensvision gefällt mir. Frieden erfordert die Anstrengung jeder Nation. Hatten die Menschen große Hoffnung? Die Menschenmenge war in der Tat sehr groß. Geschichte wird durch große Worte geschrieben. Und auch durch sehr mutige Taten. Ich werde mir das Video heute ansehen. Es ist in der Bibliothek erhältlich. Ich möchte den Text lernen. Es ist gut für Ihr Englisch. Ich werde meine formellen Sprachkenntnisse üben. Du lernst sehr schnell. Lektion 10, der Versuchung widerstehen. Wir müssen unsere Diät einhalten. Diese Kuchen sehen wirklich sehr gut aus. Es ist schwer zu widerstehen, ich weiß, es ist verlockend, aber wir brauchen einen Plan. Wir sollten frisches Obst kaufen. Obst ist eine viel bessere Wahl.
Aber ich liebe süße Schokolade. Denken Sie jetzt über Ihre Gesundheitsziele nach. Ich werde etwas kaltes Wasser trinken. Das wird Ihnen helfen, sich satt zu fühlen. Dürfen wir uns einen kleinen Keks teilen? Nein, wir müssen sehr streng sein. Du bist heute sehr diszipliniert, John. Ich möchte, dass wir uns gesund fühlen. Ich werde auf Kuchen verzichten. Das ist eine sehr mutige Entscheidung. Lasst uns in den Park gehen. Wir können 20 Minuten joggen. Ich fühle mich jetzt schon viel energiegeladener. Bewegung ist besser als Zucker. Lektion 11. Berühmte Kunstwerke. Dies ist der berühmteste Raum. Wer hat diese geheimnisvolle, lächelnde Dame gemalt? Leonardo da Vinci ist vor allem für sein Gemälde Mona Lisa bekannt. Ihre Augen scheinen mir zu folgen. Viele Leute sagen dasselbe. Warum ist dieses Gemälde so klein? Sein Wert liegt im Detail. Es wurde vor langer Zeit gemalt. Es ist über 500 Jahre alt. Wie wird es geschützt? Es befindet sich hinter sehr dickem Glas. Ich möchte ein Foto machen. Blitzlicht ist hier nicht erlaubt. Ich werde die Kamera meines Handys benutzen. Seien Sie respektvoll gegenüber den anderen Gästen. Der Künstler war ein wahres Genie. Er war auch ein großartiger Wissenschaftler. Ich möchte seine Skizzen sehen. Sie befinden sich in der nächsten Galerie. Lektion 12. Tägliche Achtsamkeit. Die Luft ist heute sehr ruhig. Ich arbeite gerne mit dem Boden. Es fördert definitiv Achtsamkeit und Zufriedenheit in unserem Alltag. Beim Pflanzen empfinde ich große Ruhe. Die Natur lehrt uns Geduld. Jede Blume wächst in ihrem eigenen Tempo. Wir sollten auch unser Leben entschleunigen. Ich halte an, um Luft zu schnappen. Meditierst du morgens? Ich beobachte jeden Tag den Sonnenaufgang. Das ist eine sehr schöne Angewohnheit. Es hilft mir, gut in den Tag zu starten. Frieden kommt von innen. Ich bin zufrieden mit meinem Garten. Es ist ein sehr farbenfroher Ort. Ich werde demnächst Lavendel pflanzen. Der Duft ist wirklich sehr entspannend. Möchten Sie einen Kräutertee? Ich hätte so gern eine warme Tasse. Lektion 13. Einkaufsliste. Wir fahren in die Berge. Wir haben fast keine Lebensmittel mehr. Lasst uns eine Liste der Dinge erstellen, die wir vor der Reise kaufen müssen. Wir brauchen Brot und etwas Käse. Vergessen Sie nicht das Mineralwasser. Ich werde mir auch noch Nüsse kaufen. Wir brauchen viel Energie. Sollen wir etwas frisches Obst mitbringen? Äpfel bleiben eine Woche lang frisch. Ich werde sie der Liste hinzufügen. Haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten?
Ich habe es heute Morgen überprüft, John. Wir brauchen Batterien für die Lampen. Ich kaufe die Großpackung. Wie viel Geld sollten wir mitbringen? Im Wald ist Bargeld besser. Ich werde zur Bank gehen. Ich gehe zum Laden. Wir treffen uns in einer Stunde wieder hier. Lektion 14, Reisevorkehrungen. Alleinreisen können eine Herausforderung sein. Ich möchte die ganze Welt sehen. Informieren Sie sich über die Reiseziele und treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen. Kluge Wahl, wie lange planen Sie zu reisen? Ich werde 3 Monate lang verreisen. Sie brauchen einen soliden Plan. Ich werde in örtlichen Hostels übernachten. Bewahren Sie Ihren Reisepass stets sehr sicher auf. Ich habe einen geheimen Geldgürtel. Sag deiner Familie, wo du bist. Ich werde sie jeden Sonntag anrufen. Haben Sie alle Impfungen erhalten? Ich war letzte Woche beim Arzt. Das ist ein sehr kluger Anfang. Ich habe ein bisschen Angst. Angst hält dich sehr wachsam, Anna. Ich möchte neue Freunde kennenlernen. Sei vorsichtig, wem du vertraust. Ich werde auf mein Bauchgefühl hören. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Lektion 15, Geschichte des Internets. Dieser Computer ist ein sehr altes Modell. Wie nutzten die Menschen das Internet? Im frühen Wide Web bestanden alle Webseiten nur aus Text, in den 1990er Jahren wurde es anders. Dann wurde es viel visueller. Das Laden der Bilder dauerte sehr lange. War das Internet sehr langsam, John? Es wurde der Festnetzanschluss benutzt. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. Das ist richtig und sehr ärgerlich. Jetzt haben wir Hochgeschwindigkeitsglasfaser. Alles geht schnell und sehr einfach. Ich kann Filme auf meinem Handy anschauen. Das war vor 30 Jahren unmöglich. Die Technologie verändert sich sehr schnell. Wir sind immer mit allen verbunden. Ich mag den alten Stil aber. Es war eine sehr ruhige Zeit. Ich möchte mehr Geschichte lernen. Ich zeige Ihnen etwas Code. Lektion 16, tägliche Trainingseinheiten. Du siehst sehr fit und gesund aus. Ich trainiere jeden Morgen um 6 Uhr. Welche Art von Training machst du? Ich mache eine Mischung aus Ausdauer und Krafttraining. Ich laufe täglich 5 Meilen. Benutzt du die schweren Gewichte? Ich trainiere 2-mal pro Woche mit Gewichten. Es ist gut für die Knochen. Ich übe auch einige Yoga-Posen. Flexibilität ist im Leben sehr wichtig. Ich fühle mich viel stärker als zuvor. Hast du einen persönlichen Coach? Ich schaue mir Videos im Internet an. Du bist ein sehr disziplinierter Mensch. Ich möchte ein langes Leben führen. Die Ernährung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Ich esse viel Gemüse und Fisch.
Ich begleite dich beim Laufen. Lasst uns am Tor treffen. Ich werde meine Wasserflasche mitbringen. Lektion 17. Menschen helfen. Was möchtest du studieren? Ich möchte die menschliche Psychologie studieren. Verhalten und der Wunsch, anderen zu helfen, ist bewundernswert. Haben Sie dazu schon einmal recherchiert? Ich möchte mit Kindern arbeiten. Sie benötigen viel Unterstützung. Ich kann mir ihre Geschichten anhören. Zuhören ist eine sehr seltene Fähigkeit. Ich möchte sie glücklich machen. Sie werden viel Geduld brauchen. Ich bin bereit, hart zu arbeiten. Haben Sie schon einmal ehrenamtlich im Krankenhaus gearbeitet? Ich gehe jeden Freitag dorthin. Das ist eine sehr gute Erfahrung. Ich treffe dort viele verschiedene Menschen. Es wird Sie zu einem besseren Arzt machen. Ich möchte ihren Schmerz verstehen. Empathie ist das wichtigste Werkzeug. Ich werde alle Bücher lesen. Theorie ist gut, aber Praxis zählt. Lektion 18. Krafttraining. Willkommen in unserem neuen, modernen Fitnessstudio. Ich möchte Muskeln aufbauen. Wie wäre es mit Krafttraining? Was macht dir Spaß? Mir macht Gewichtheben und Bodybuilding Spaß. Ich mache gerne täglich Liegestütze. Die sind toll für die Brust. Kann ich die schweren Stangen verwenden? Wir fangen mit den leichten an. Ich möchte sehr stark sein. Sie müssen ausreichend gesundes Eiweiß zu sich nehmen. Ich trinke nach dem Training einen Milchshake. Das hilft den Muskeln beim Wachstum. Werde ich zu groß, John? Nein, du wirst einfach nur trainierter aussehen. Ich möchte meine Körperhaltung verbessern. Heben hilft Ihnen, eine sehr gerade Haltung einzunehmen. Ich bin bereit, jetzt anzufangen. Folgen Sie mir zum Krafttrainingsbereich. Ich werde mein Bestes geben. Halten Sie Ihren Rücken immer ganz gerade. Lektion 19. Europäische Macht. Die Nachrichtenlage aus Europa ist komplex. Verschiebt sich das Machtverhältnis jetzt? Gleichrangig mit einem europäischen Superstaat, der von Brüssel aus eine neue Vorherrschaft ausübt. Stimmen alle Länder dem zu? Manche wollen ihre Macht behalten. Das führt zu vielen langen Debatten. Einigkeit ist schwer zu erreichen, Anna. Aber sie teilen sich einen gemeinsamen Markt. Das ist die Quelle der Stärke. Wird die Währung sehr stark bleiben? Die Wirtschaftslage ist derzeit stabil. Ich möchte das Parlament besuchen. Es ist ein sehr großes Gebäude. Ich möchte Geschichte erleben. Du solltest zuerst internationales Recht studieren. Ich werde demnächst einen Kurs besuchen. Es wird die komplexen Regeln erklären. Politik ist ein sehr unübersichtliches Geschäft. Aber es prägt unsere ganze Welt. Lektion 20. Weltwirtschaft. Haben Sie die neuesten Finanzberichte von heute Morgen bereits geprüft?
Ich habe die sehr besorgniserregenden Daten zum internationalen Handel gesehen. Ja, die globale Rezession hat viele Unternehmen und Privatpersonen betroffen. Viele große Unternehmen reduzieren ihre Belegschaft, um Kosten zu sparen. Es ist eine sehr schwierige Zeit für die einheimischen Arbeiter. Wir müssen neue Wege finden, um unser nationales Wachstum anzukurbeln. Glauben Sie, dass die Zinssätze weiter steigen werden? Die meisten Experten gehen davon aus, dass sie sehr hoch bleiben werden. Dies erschwert es jungen Menschen, Wohneigentum zu erwerben. Auch die Spareinlagen wachsen nicht so schnell wie die Preise. Wir müssen unseren Kunden raten, jetzt besonders vorsichtig zu sein. Die Diversifizierung ihrer Investitionen ist heutzutage eine sehr kluge Strategie. Sollten wir uns die neuen Märkte für digitale Währungen genauer ansehen? Sie sind nach wie vor sehr volatil und bergen viele hohe Risiken. Ich vertraue lieber den älteren und stabileren Vermögenswerten. Stabilität ist ein großer Trost in solch unsicheren Zeiten. Lasst uns eine Präsentation für die Vorstandsmitglieder vorbereiten. Ich werde die Statistiken zum verarbeitenden Gewerbe zusammentragen. Ich werde mich auf die Konsumtrends im Juli konzentrieren. Lektion 21. Vertraue deinen Instinkten. Du brauchst einen neuen Anzug für dein wichtiges Meeting. Ich möchte etwas finden, das sehr professionell aussieht. Wir sollten nach neutralen Farben wie Marineblau oder Grau suchen. Ich werde zuerst im Laden an der Hauptstraße nachsehen. Denken Sie daran, bequeme Schuhe und ansprechende Businesskleidung zu wählen. Ansonsten vertrauen Sie Ihrem Instinkt. Wenn ich kein gutes Gefühl habe, werde ich es nicht kaufen. Das ist eine sehr kluge Regel für jede größere Anschaffung. Sollte ich Ihrer Meinung nach eine leuchtend rote Krawatte tragen? Eine rote Krawatte kann große Stärke und Macht ausstrahlen. Ich möchte freundlich, aber auch sehr kompetent wirken. Dann wäre vielleicht ein sanfter Blauton die bessere Wahl. Ich werde vor dem Spiegel verschiedene Optionen anprobieren. Lassen Sie sich vom Verkäufer nicht zu einer Entscheidung drängen. Ich werde auf meine innere Stimme hören, bevor ich bezahle. Du hast einen sehr guten Sinn für persönlichen Stil, Anna. Vielen Dank, dass Sie mich begleitet haben, um mir Ratschläge zu geben. Es ist mir eine Freude, einem guten Freund zum Erfolg zu verhelfen. Wir sollten auch eine schöne Ledermappe für meine Notizen finden. Das rundet Ihren professionellen Look perfekt ab. Lektion 22. Mietvertragsverlängerung. Ich habe Ihre Nachricht bezüglich Ihres längeren Aufenthalts in der Wohnung erhalten. Ich möchte meinen Aufenthalt um 2 Monate verlängern. Nein, für die Verlängerung fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Das ist sehr freundlich von dir, John. Ich schätze es sehr, einen so ruhigen Mieter zu haben. Ich genieße es, in diesem schönen und sauberen Gebäude zu wohnen. Werden in den nächsten Wochen Reparaturen nötig sein? Das Spülbecken in der Küche tropft ein wenig. Ich schicke morgen früh einen Klempner, der das repariert. Vielen Dank, dass Sie hier ein so aufmerksamer Vermieter sind. Ich möchte, dass sich alle meine Bewohner rundum wohlfühlen.
Ich werde die neuen Unterlagen heute Abend unterschreiben. Sie können es in der schwarzen Box neben der Tür lassen. Bleibt der Mietpreis für den Anbau gleich? Ja, ich werde den Preis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ändern. Das hilft meinem monatlichen Budget ungemein, John. Ich freue mich, Ihren Aufenthalt in dieser Stadt zu unterstützen. Ich werde mich auch weiterhin gut um die Zimmer kümmern. Ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Sorgfalt im Umgang mit dem Anwesen. Lektion 23, Reiseplanung. Wir haben die Reiseroute für unsere historische Forschungsreise fertiggestellt. Super, sobald alles geplant ist, können wir Unterkünfte buchen und die Tage zählen. Ich werde mir ein Hotel in der Nähe der antiken Ruinen suchen. Wir sollten einen Ort finden, der ein gesundes Frühstück anbietet. Es ist wichtig, genügend Energie für die langen Spaziergänge zu haben. Ich werde unsere Zugtickets heute Abend im Internet buchen. Sollen wir einen ortskundigen Führer engagieren, der uns die Gegend zeigt? Ein Reiseführer kann uns viele interessante, geheime Geschichten erzählen. Ich möchte für unseren Bericht viele hochauflösende Fotos machen. Ich werde meine zusätzlichen Speicherkarten und ein Stativ mitbringen. Wir müssen den Wetterbericht für die Küstenregion überprüfen. Ich habe gehört, dass es in den Herbstmonaten recht regnerisch sein kann. Ich werde meine wasserdichte Jacke und meine festen Stiefel einpacken. Wir sollten auch das örtliche Museum im Zentrum besuchen. Es beherbergt zahlreiche Artefakte aus der späten Bronzezeit. Diese Reise wird der Höhepunkt unseres Studienjahres sein. Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Lasst uns das Budget jetzt noch einmal überprüfen. Für unseren Flug scheint alles perfekt vorbereitet zu sein. Lektion 24, Quartalsbericht. Der Vorstand möchte die offiziellen Daten vom April sehen. Ich bearbeite gerade die letzten Seiten des Dokuments. Bevor wir das tun, sollten wir meiner Meinung nach den Bericht des letzten Quartals einsehen. Ich denke, wir sollten die Marketingzahlen noch einmal überprüfen. Die Zahlen für das Social-Media-Engagement scheinen recht niedrig zu sein. Vielleicht brauchen wir eine neue Strategie, um junge Nutzer zu erreichen. Wir könnten mehr Videoinhalte nutzen, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das ist heutzutage ein sehr moderner und beliebter Ansatz. Ich werde mit dem Kreativteam über neue Ideen sprechen. Wir müssen auch die steigenden Kosten digitaler Werbung berücksichtigen. Effizienz ist für unser aktuelles Budget von großer Bedeutung. Ich werde unsere Ergebnisse mit denen des Vorjahres vergleichen. Das wird uns eine sehr nützliche Perspektive eröffnen. Glauben Sie, dass wir unser jährliches Gewinnziel erreichen werden? Es wird eine Herausforderung, aber ich bin recht zuversichtlich. Unsere Produkteinführung war ein voller Erfolg. Ja, das ist der stärkste Teil unseres neuesten Berichts. Ich werde die Kopien für das Treffen um 10 Uhr ausdrucken. Bitte achten Sie darauf, dass die Diagramme gut lesbar sind. Lektion 25, der Entdecker. Dieses Tagebuch beschreibt eine sehr beschwerliche Reise durch den Dschungel.
Vom Flussfieber war er so geschwächt, dass er auf dem Rücken eines Ochsen reiten musste. Es ist erstaunlich, dass er eine so schreckliche Krankheit überlebt hat. Er war ein sehr mutiger und sehr entschlossener Mann. Die einheimischen Stämme halfen ihm, die Heilpflanzen zu finden. Ohne ihre Hilfe wäre er dort mit Sicherheit gestorben. Wir müssen diese Zeitschrift in der Haupthalle ausstellen. Es erzählt eine Geschichte von großer menschlicher Stärke und Hoffnung. Ist die Tinte noch dunkel genug, damit Besucher sie lesen können? Wir werden spezielle Lampen verwenden, um das alte Papier zu schützen. Ich werde die Beschreibung für die Glasvitrine schreiben. Vergessen Sie nicht, das Datum seiner sicheren Rückkehr anzugeben. Er kam im Winter 1890 nach Hause zurück. Seine Familie war sehr schockiert, ihn dann noch lebend zu sehen. Er brachte viele seltene Samen für den königlichen Garten mit. Diese Bäume wachsen auch heute noch in der Stadt. Es ist eine lebendige Erinnerung an sein großes Abenteuer. Die Ausstellung wird am Freitagabend eröffnet. Ich werde die Studenten der Ortsgeschichte einladen. Lektion 26, Kulturfreund. Ich möchte nach Asien reisen, um deren Medien zu studieren. Lerne ihre Kultur kennen. Ich habe einen Freund aus Japan, sein Name ist Nori. Wohnt er jetzt in Tokio? Ja, er wohnt in einer sehr kleinen, modernen Wohnung. Ich würde ihn gerne nach japanischen Nachrichten fragen. Er ist sehr freundlich und spricht gut Englisch. Ich möchte zuerst einige japanische Grundphrasen lernen. Du solltest lernen, wie man Hallo und Danke sagt. Ist es dort schwierig, das Schriftsystem zu erlernen? Das erfordert viele Jahre sehr harten Studiums, John. Ich interessiere mich auch sehr für ihre traditionelle Küche. Nori sagt, dass echtes Sushi sehr lecker ist. Ich habe Sushi bisher nur aus dem örtlichen Supermarkt gegessen. Sie müssen unbedingt den frischen Fisch auf dem großen Markt probieren. Ich werde mich morgen früh für das Austauschprogramm bewerben. Ich hoffe, du bekommst das Stipendium für die Reise. Das wäre eine sehr einschneidende Erfahrung. Darüber könnte man einen sehr interessanten Artikel schreiben. Das ist eine hervorragende Idee für mein Abschlussprojekt. Lektion 27, große Staudämme. Dieses Bauwerk ist eine sehr beeindruckende Ingenieursleistung. Es wurde gebaut, um den Wasserfluss zu kontrollieren. Wasser und bieten Erholungsmöglichkeiten. Der bekannteste Damm ist der Hoover-Damm, früher Boulder-Damm. Es liegt am Colorado River in den Vereinigten Staaten. Es versorgt viele tausend Haushalte mit Strom. Die Bauarbeiten waren für die Arbeiter sehr gefährlich. Viele Männer arbeiteten jahrelang in der prallen Sonne. Wir sollten untersuchen, wie sich der Staudamm auf die Fische auswirkt. Für viele Einheimische ist dies ein kontroverses Thema. Die Natur verändert sich oft, wenn wir so große Dinge bauen. Der See liefert jedoch Wasser für viele trockene Bauernhöfe. Im modernen Bauingenieurwesen ist Ausgewogenheit von großer Bedeutung.
Ist der Staudamm heute für öffentliche Besichtigungen geöffnet? Ja, man kann den obersten Teil begehen. Der Ausblick von dort muss in der Tat sehr beängstigend sein. Ich bleibe lieber am Boden und schaue zu. Ich möchte die riesigen Turbinen im Inneren sehen. Sie erzeugen ein sehr lautes und tiefes Summen. Es ist der Klang purer mechanischer Kraft. Lektion 28, hoch hinaus. Seht euch an, wie schnell die beiden Adler herabstürzen. Sie flogen aufeinander zu, es war irgendwie beängstigend, das mit anzusehen, weil ich Angst hatte, dass sie es tun könnten. Sie sind sehr geschickt darin, schwere Unfälle zu vermeiden. Sie streiten um den besten Jagdplatz. Die Kameraführung in diesem Film ist wirklich beeindruckend. Man kann jede einzelne Feder an ihren großen Flügeln sehen. Die Natur kann sehr gewalttätig, aber auch sehr schön sein. Mir gefallen die Szenen mit den kleinen singenden Vögeln besser. Diese Vögel sind auf dem Bildschirm viel sicherer zu beobachten. Warum fliegen Adler so hoch am Himmel? Sie nutzen die warme Luft, um emporgehoben zu werden. Das spart ihre Energie für die finale Jagd. Ich wünschte, ich könnte fliegen wie ein Vogel. Man bräuchte ein sehr großes Flügelpaar. Ich bleibe beim Fliegen mit großen Flugzeugen. Flugzeuge sind viel komfortabler als Adlerflügel. Und sie bieten auch einen sehr leckeren Snack. Vergessen Sie nicht die schöne Aussicht aus dem Fenster. Aus diesem Grund wähle ich immer den Fensterplatz. Lektion 29, neue Hobbys. Ich sehe, Sie halten einen sehr dicken Roman in den Händen. Ich lese sehr gerne Geschichten über lange Seereisen. Hast du neben dem Lesen noch andere Hobbys? Ja, ich spiele gerne Basketball. Ich male auch gerne Landschaften mit Ölfarben. Malen ist eine sehr entspannende Art, die Zeit zu verbringen. Es erlaubt mir, meine vielen Gefühle auszudrücken. Wie oft spielst du Basketball mit Freunden? Wir spielen jeden Samstagmorgen im Park. Ich bin nicht besonders gut in Ballsportarten. Es dient nur dem Vergnügen und der Gesundheit. Ich gehe am liebsten lange Spaziergänge in der Natur. Das ist ein sehr schönes Hobby, John. Ich nehme oft meine Kamera mit, um viele Fotos zu machen. Du solltest mir mal deine besten Bilder zeigen. Ich habe sie gerade auf meinem Handy. Dieses Bild vom Wald ist sehr schön. Vielen Dank für deine freundlichen Worte, Anna. Wir sollten jetzt mit dem Buchclub-Treffen beginnen. Ich bin bereit, die ersten 3 Kapitel zu besprechen. Lektion 30, Gäste beim Abendessen. Wir haben am Freitag genug Essen für 4 Personen. Klar können wir auch Sarah und Mark einladen. Super, ich rufe sie gleich an. Ich hoffe, Sie haben dieses Wochenende nicht viel zu tun. Sie genießen in der Regel ein gutes, selbstgekochtes Essen. Was sollen wir für unsere besonderen Gäste kochen? Sarah isst weder Fleisch noch Fisch. Ich werde eine sehr große Gemüselasagne zubereiten.
Mark liebt alles, was stark gewürzt ist. Ich werde extra Pfeffer in die Tomatensauce geben. Soll ich einen frischen Salat aus meinem Garten mitbringen? Das wäre eine hervorragende Beilage. Ich werde auch einen süßen Apfelkuchen backen. Alle lieben deinen berühmten Apfelkuchen, Anna. Ich werde die roten Äpfel vom Markt verwenden. Haben wir genügend Stühle für 6 Personen? Wir können uns 2 Stühle vom Nachbarn ausleihen. Ich werde ihn heute Nachmittag fragen. Ich freue mich darauf, unsere alten Freunde wiederzusehen. Es ist schon lange her, dass wir uns getroffen haben.